Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute ist mal wieder Zeit für ein FAQ. Viele Sachen haben sich verändert in der Uhrenbranche und auch bei mir und darüber sprechen wir heute. Bevor wir jetzt starten, lasst gerne ein Abo und ein Like da, das würde mich natürlich sehr freuen und auf diese Art und Weise würdet ihr nichts mehr verpassen, wenn ich was Neues hochlade. Also, let's go! Ihr habt ein paar Fragen über Instagram eingesendet, die ich jetzt beantworten werde und wir schauen einmal, was die erste Frage ist. Das ist tatsächlich häufiger vorgekommen. Wann ziehst du nach LA? Es wird nicht so sein, dass ich nach LA ziehe. Für all die Leute, die jetzt bei Twitch und so weiter nicht dabei sind, was ist passiert? Mein Traum seit jeher, über die letzten Jahre, war es immer, in Amerika ein Geschäft aufzumachen und das Ganze hat sich jetzt kurzfristig mehr oder weniger ergeben. Das Unternehmen ist bereits gegründet. Wir brauchen halt noch gewisse Lizenzen, um halt Uhren anzukaufen und verkaufen zu können. Da durchleben wir gerade den Prozess und dann werdet ihr aber nach wie vor wie gewohnt Uhren in Deutschland erwerben können und unter anderem auch in Amerika. Es ist ein bisschen einfacher, in Amerika Uhren zu importieren. Von daher der Stock, der hier in Deutschland ist, kann auch dort verkauft werden. Andersherum, die Uhren, die in Amerika sind, können aber nicht ohne Aufpreis hier in Deutschland verkauft werden. Das ist eine etwas schwierigere Sache, aber am Ende, ihr könnt euch weiterhin auf den gewohnten Content freuen. Noch eine größere Auswahl und ich freue mich auch von da weiterhin meine Videos zu drehen. Und jetzt erschließt sich natürlich auch die ganze Frage, warum spreche ich immer Englisch? Ne? Das war schon seit jeher eigentlich der Plan. Und ich hoffe, dass wir das in diesem Jahr zeitnah durchziehen können. Für 30.000 Euro, welche Uhr sollte man am ehesten als Investment kaufen? Nach wie vor ist es so bei mir, dass ich in dem Preislevel Audemars Piguet als besten Performer in der Zukunft sehe. Die machen einiges richtig und werden auch zeitnah einen großen Preissprung hinlegen. Dafür ist einfach der Markt sehr, sehr knapp und wenn man sich damit auseinandersetzt und versucht mal eine normale Royal Oak in 41 mm online zu kaufen, wird man merken, dass es sehr, sehr schwierig ist, ein gutes Modell im kompletten Set zu finden. Von daher, wenn ihr 30.000 Euro habt, in der Regel sogar muss man ein bisschen mehr schon rechnen, 30.000 bis 35.000 Euro, dann ist Audemars Piguet die Marke. Alternativ natürlich Rolex Stahl Sportmodelle, die eingestellt sind. Da gibt es viele, ich predige immer GMT Master oder Sea Dweller und die beiden in Kombination werden auch eine gute Performance hinlegen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wenn ich das wüsste. Also ich kann nur sagen, ich werde alle Kraft da reinlegen, das Amerika-Geschäft nach vorne zu bringen. Das ist mit wenig Risiken verbunden, weil die Uhren als solches halt kein Risiko mitbringen. Man findet immer einen Käufer, wenn man die richtige Ware kauft. Auf der anderen Seite möchte ich auch weiterhin mehr in dem karitativen Bereich machen und in 5 Jahren schätze ich schon, dass beide Standorte, sowohl Deutschland als auch Amerika, ohne mich laufen und ich dann weiterhin in Afrika einfach ein bisschen reisen kann, die Leute unterstützen können und das eigentlich so, wenn ich überlege, was war das Projekt, was mir am meisten Spaß gemacht hat, dann war es das Go-Kart-Event und auf der anderen Seite halt, als ich mit Dr. Schein da unten war und wir die Leute besucht haben. Ne? Und von daher, ich denke, da werde ich in 5 Jahren schon noch deutlich mehr Zeit reinstecken und mein Ziel ist es jetzt nicht, einfach mehr und mehr und mehr Geld anzuhäufen, sondern ich möchte immer in diesem sozialen Bereich mit dabei sein und darüber dann halt einfach solche Länder unterstützen. Ne? Das ist mein Traum. Hat der Krypto-Crash die Uhrenpreise beeinflusst? Nein, absolut gar nicht. Also die Preise sind nach wie vor sehr konstant, anders jetzt als auch die Kryptowährung in dem Sinne. Man hat halt ein Gut, was jetzt nicht so schnell handelbar ist wie Aktien. Ne? Von daher ist es nicht so einfach, dass so ein schneller Preisverfall eintritt. Nichtsdestotrotz sollte man mal darauf achten, natürlich welchen Bereich man kauft. Wenn man jetzt in diesem Hochrisikobereich wie Richard Mille ist, ist es momentan schon ein bisschen schwieriger, weil die Uhren so rapide angestiegen sind und viele Uhren in den Händen der Händler sind. Und wenn die jetzt beschließen, morgen alles auf den Markt zu werfen, dann wird es schon zum Preisverfall kommen. Bist du geimpft bzw. lässt du dich impfen? Also da ich ja sehr viel reise und man höchstwahrscheinlich einige Vorteile dadurch haben wird bei mir keine andere Möglichkeit sein, als mich halt impfen zu lassen. Muss jeder für sich selber entscheiden am Ende. Ja, ich möchte nur mich und die anderen auch schützen und da ich immer unterwegs bin, wird daran auch kein Weg dran vorbeiführen und ja, so ist das halt. Ne? Wie schwer ist es für dich, dein eigenes Unternehmen aufzubauen? Das ist kein planbarer Prozess. Damals, als ich vor über einem Jahr damit angefangen habe, wusste ich gar nicht, wo so die Reise hingeht. Ich habe einfach gemacht und daraus ist immer mehr dann entstanden. Wenn man eine gute Idee hat, lass mal mit der guten Idee weg. Wenn man eine Idee hat, an die man glaubt und diszipliniert einfach von morgens bis abends da Arbeit reinsteckt, dann stehen die Chancen schon sehr gut. In der heutigen Zeit stelle ich immer wieder fest, dass gerade junge Leute ein Projekt anfangen, aber dann nicht bereit sind, sich aufzuopfern und 100% über einen etwas längeren Zeitraum da reinzustecken. Von daher an alle Leute, die solche Projekte starten, ja, das geht alles nicht so schnell und man muss manchmal auch ein paar Durststrecken durchstehen, aber wenn man einen Plan hat und da dran bleibt, dann ja, stehen die Chancen gut. Sehr, sehr wichtig ist natürlich, die Leute, die man
man um sich herum hat, die Berater, die Leute, die einem mithelfen. Und ich kann nur sagen, bei mir gibt es 3, 4 Leute, die stehen mir zur Seite und helfen mir bei dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung und auch einfach bei unternehmerischen Entscheidungen. Ne? Und ja, ohne die wäre es schon ein bisschen schwieriger. Ne? Dazu gehört immer halt ein Anwalt, Steuerberater und solche Sachen, die müssen einfach sein, aber nicht nur in dem Sinne, dass man die dafür bezahlt, sondern bei mir beispielsweise begleiten mich die schon seit über 10 Jahren und dadurch bin ich immer halt in einem sehr guten Fahrwasser gewesen. Kann man Xerjoff Argento mit 18 Jahren tragen? Auf jeden Fall. Also gerade die Parfums, es gibt so keine Altersklasse. Natürlich, manche sind ein bisschen älter, manche jünger, aber Argento würde ich 100% auch für einen 18-Jährigen empfehlen. Hab meine Reduced ohne Boxen Papiere gekauft. Ist das schlecht für den Weiterverkauf? Nein. Also du siehst auf meiner Webseite immer in dem Preissegment Omega Reduced Uhren mit oder ohne Papier diese 700 € Unterschied. Das kriegst du halt im Verkauf hinterher weniger wieder, aber habt keine Angst davor und wenn ihr eine Uhr so wie die jetzt bei mir kauft, dann kaufe ich die auch immer wieder von euch wieder ab und das, was ihr weniger bezahlt, im ersten Schritt bekommt ihr hinterher weniger wieder und sonst müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Wie hast du und Victoria euch kennengelernt? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Damals habe ich den Online-Shop Fernherrnstadt aufgebaut und wir haben nach Russland immer sehr gut verkauft. Das Besondere war, es gab auch nie Retouren und dann war aber das Problem, dass die auch Fragen gestellt haben und das nur auf Russisch, die konnten kein Englisch. Irgendwie bin ich dann über einen Freund an die Victoria gekommen, da sie den Online-Shop übersetzen sollte und das war dann unser erstes Kennenlernen. Dann hatte sie angefangen, da für mich zu arbeiten, was halt natürlich zu Problemen geführt hat, ne? Weil ich habe gesagt, wir gehen da lang und wie schnell und wie Dings und da und so und sie natürlich, wie jetzt heute auch, ihr eigenes Ding durchgezogen hat. Und dann, ja, war das irgendwie so. Wir haben uns dann besser kennengelernt und daraus ist dann unsere Ehe entstanden. Dadurch fällt es auch uns nicht so schwer, miteinander zu arbeiten. Es war schon immer so, wir haben immer nebeneinander oder miteinander gearbeitet. Wirst du mehr Parfums herausbringen und in einem anderen Preissegment? Also zunächst einmal sind ja 3 Parfums von mir selber geplant. Wir haben Air Tiger, dann kommt Orange Flamingo in etwa einem Monat raus und dann haben wir nochmal Arabian King. Das sind die 3 Düfte, die von mir kommen. Es hat sich jetzt in der kürzlichen Vergangenheit ein paar Sachen noch ergeben, dass ich vielleicht für andere Leute noch Parfum herstelle. Die sind dann auch ein bisschen kommerzieller und werden in einem Preissegment unter 100 € sein, aber es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Man muss mal überlegen, aber zunächst einmal, ich habe nur diese hochpreisigen Sachen geplant und gucken wir mal, vielleicht mache ich mal in einer Kollaboration was mit einem anderen. Den Satz zu Ende bringen, ne? Mit jemand anderem. Wie wird das genaue Geschäftsmodell in Amerika aussehen? Im Prinzip ist es dasselbe Konzept wie hier, bestehend aus Parfums, meinen eigenen Produkten und den Uhren. Und darüber hinaus natürlich YouTube ein großer Teil davon. Das heißt, ich werde da genauso Uhren einkaufen und verkaufen. Es ist am Ende nichts anderes als jetzt auch. Ich kaufe im Ausland, in Hongkong, sagen wir mal, große Pakete ein. Ich sehe die Uhren nie und genauso kann man das dann halt auch für Amerika machen. Man muss natürlich da den Markt einmal ausloten, was da günstiger oder teurer ist und dann versucht man da einfach genau dasselbe. Ne? Mit lokalen YouTubern muss man dann auch ein bisschen was mehr machen. Themen, die vielleicht Amerika interessiert, sich dem ein bisschen was widmen, aber nichtsdestotrotz mein Heimatpunkt oder mein Ankerpunkt ist natürlich Deutschland. Das ist auch mehr oder weniger meine Identität. Wo dann am Ende mein Wohnsitz sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber im Prinzip, wir verkaufen exakt dasselbe wie hier auch und auch exakt denselben Stock hier und in Amerika. So sollte es dann sein und ich bin mal gespannt, wie einfach es wird, mit den YouTubern drüben zu connecten. Marc, mit welcher Uhrenmarke würdest du, wenn du könntest, deine eigene Uhr herstellen bzw. designen? Also wir haben ja ein Projekt mit Frank Müller aktuell, da sind wir auch schon sehr weit. Das ist eine Uhr, die jetzt höchstwahrscheinlich nach dem Sommer erscheinen wird, eine 33-Piece Limited Edition. Und das Besondere ist, dass ich da immer einen festen Rückkaufpreis habe. Das heißt, wenn euch die Uhr gefällt, die Frank Müller, dann könnt ihr sie jederzeit mit Boxenpapieren, egal ob neu oder gebraucht, bei mir für denselben Preis abgeben und ich zahle euch das Geld aus, in dem Sinne per Überweisung aus. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr hinterher weniger für diese Uhr bekommt und ihr sollt nur entscheiden, ob ihr sie mögt, optisch mögt oder nicht. Wir blenden auch mal hier ein Bild ein. Das ist so ein Test einfach für mich herauszufinden, wie sowas ankommt und mit dieser Kooperation bin ich sehr zufrieden, dass Frank Müller sich auch darauf eingelassen hat. Tolle Sache und das ist so halt die Marke. Natürlich, klar, man kann immer sagen, man möchte gerne mit AP oder sonst irgendwas aus. Ich sage so, wie es ist. Diese Kooperation mit Frank Müller bin ich sehr glücklich und das Design gefällt mir auch sehr gut. Hallo Marc, werden die Retourenpullis nochmal eingesetzt
eingestellt. Ja, wir hatten ja eine limitierte Serie von den Hoodies verkauft und es kamen natürlich auch ein paar Sachen zurück, nicht viele, aber ich habe nie einen Retouren-Drop gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Eigentlich wollte ich sie einfach behalten. Ich hatte ja sowieso noch ca. 300 Stück produziert. Die habe ich mal gesagt, dass ich die einfach mal später, so in 2-3 Jahren, wenn das Ganze ein bisschen größer geworden ist, nochmal online stelle. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir nochmal den Retouren-Drop machen sollen. Aber ich glaube, irgendwie aktuell möchte ich die Sachen eher für mich erstmal behalten, Einlage und dann mal später warten. Ich habe übrigens gesehen, auf eBay werden die einfach für das Doppelte oder Dreifache verkauft. Doppelte, ne? Irgendwie 170, 190 Euro oder so. Das ist Wahnsinn. Ja, und das war es auch mit den Fragen. Wenn ihr noch weitere habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und dann im nächsten FAQ werden wir sie beantworten. Es waren viele auf Englisch und auf Deutsch. Vielleicht mal das nächste Mal einfach auf Englisch. Und so sieht's aus. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye, bye. Ciao.